Wenn wir uns mit künstlicher Intelligenz befassen, müssen wir uns die natürliche Intelligenz ansehen. Ich glaube, dass die Natur immer die beste Quelle für interessante, kreative Ideen ist. Mein Name ist Yao Chu Jin. Meine Forschung konzentriert sich auf 3 Anpassungsmechanismen der Natur: Evolution, Lernen und Entwicklung. Yao Chu Jin ist Pionier im Bereich der naturinspirierten künstlichen Intelligenz. Mit seinem Team entwickelt er Computeralgorithmen, die genetische Variationen in der natürlichen Evolution eines Organismus und dessen Anpassungsfähigkeit an Umweltveränderungen simulieren. Diese Algorithmen können nicht nur komplexe Optimierungsprobleme lösen, sondern auch den Weg allgemein für KI-Systeme ebnen. Das ist ein sehr wichtiger Mechanismus. Warum können biologische Systeme verschiedene Aufgaben bewältigen, während künstliche Intelligenzsysteme in der Regel nur eine einzige Aufgabe lösen? Der Grund ist, die Architektur eines künstlichen Intelligenzsystems ist festgelegt. Vorbild für den Aufbau flexibler Algorithmen, die sich neuen Anforderungen anpassen können, ist das neuronale Netz im menschlichen Gehirn. Die Fähigkeit, neuronale Verbindungen zu erschließen, auszubauen und vor allem zu verändern, wird mit künstlichen neuronalen Netzen imitiert. Die Konnektivität dieser Netze kann mit Hilfe von evolutionären Algorithmen und Plastizitätsregeln eingestellt werden. Yao Chu Jin möchte Rechensystemen beibringen, sich wie unser neuronales Netz zu verhalten. Es verändert sich, wenn wir neue Abläufe, Routinen und Bewegungen erlernen. Zum Beispiel im Sport. Ich glaube, wir stehen noch ganz am Anfang, wenn es darum geht, die Natur zu verstehen und zu simulieren. Die Natur hat Millionen von Jahren gebraucht. Es ist ein langer Prozess. Ich denke, wir brauchen noch viel Zeit, um daran zu arbeiten, bevor wir etwas erreichen können, das mit der menschlichen Intelligenz vergleichbar ist. Das Erfolgsrezept der Natur: sich ohne zentrale Steuerung selbst zu organisieren und weiterzuentwickeln. Auch in Bielefeld versucht Yao Chu Jin, es auf die Technologie zu übertragen. Am Exzellenzcluster CITEC baut er die Arbeitsgruppe Nature Inspired Computing and Engineering auf. Wie technische Systeme befähigt werden können, sich autonom zu organisieren, ist auch in der Robotik eine zentrale Frage. Das ist eine Art von kleinen Robotern. Sie werden normalerweise für Schwarmrobotersysteme verwendet. Man kann diese Roboter wie sich selbst organisierende Zellen anordnen und sie können bestimmte Aufgaben erfüllen. Für die zellähnliche Organisation der Roboter dienen wieder evolutionäre Algorithmen als Grundlage. Fachkollegin Barbara Hammer hegt große Hoffnungen, dass die Fähigkeit evolutionärer Algorithmen, große multikriterielle Optimierungsprobleme zu lösen, eine wesentliche Rolle beim maschinellen Lernen spielen kann. Ich bin wahnsinnig begeistert, dass wir einen so fantastischen Kollegen gewinnen konnten. Und ich verspreche mir jetzt eben dadurch von der fachlichen Seite her, außer dass wir jetzt eben eine absolute Koryphäe im Bereich KI und Optimierung hier haben, eine Bereicherung von meinem Gebiet, was eben eher das maschinelle Lernen datengetrieben ist und wo eben Optimierung, großskalige Optimierung immer wichtiger wird. An der Universität Bielefeld bestehen außerdem Verbindungen in die Biologie und Medizin. Und auch in der Praxis ist sein Wissen gefragt. Etwa im evangelischen Klinikum Bethel. Gespeist mit Datensätzen kann KI bei der Risikoermittlung vor Tumoroperationen helfen. Ist ein Eingriff vertretbar oder würden die Schäden auf das umliegende Gewebe zu groß sein? Wir haben gerade, wenn Sie an diese Bilder denken, das sind riesige Datenmengen, die sich da drin verbergen. Und die analysieren wir, das haben Sie ja gesehen, so mit dem Finger. Und wenn man das künstlich intelligent machen könnte, hat man die Hoffnung, dass wir dort vielleicht Dinge herausfinden können, die wir mit anderen Techniken nicht herausfinden können. Yao Chu Jin und sein Team helfen mit KI, Muster in großen Datenmengen zu erkennen.
Die Humboldt-Stiftung bietet mir eine hervorragende Möglichkeit, das zu tun, was ich tun möchte. Ich muss mir in den nächsten 5 Jahren keine Sorgen um die Finanzierung machen. Ich werde Studenten, Postdocs und Doktoranden haben, die mit mir an den Dingen arbeiten, die mich interessieren und die ich erforschen möchte. Was können wir von der Natur für die Entwicklung von KI lernen? Diese Frage wird Alexander von Humboldt-Professor Yao-Chu Jin weiterverfolgen und damit Deutschland als wichtigen Standort auf dem Gebiet der KI stärken.